Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, und in diesem Video erfährst du, wie du eine Wohnung in der Schweiz findest, was du bei der Wohnungssuche beachten musst und welche Unterschiede es gibt zwischen einer Schweizer und einer deutschen Wohnung. Mein Name ist Roman, ich bin 2019 in die Schweiz ausgewandert und auf diesem Kanal helfe ich Menschen bei ihrer Auswanderung. Wenn dir das Video gefällt, lass mir gerne ein Like da und abonniere kostenlos den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Den gesamten Artikel zu diesem Video findest du auf unserer Webseite reisegedanken.com. Dort haben wir außerdem alle nötigen Infos zusammengefasst, die du brauchst für deine Auswanderung in die Schweiz, also schau gerne mal bei uns vorbei. Zuallererst einmal, es ist nicht so leicht, eine Wohnung in der Schweiz zu finden. Das ist oft eine der größten Hürden, wenn ihr bereits einen Arbeitsvertrag habt, ihr habt alle anderen Schritte gemacht und jetzt kommt es eben zur Wohnungssuche, ist das eine der größten Hürden. Oft sucht man Wohnungen über Portale und in diesen Portalen bekommst du oft keine Antwort. Daher der erste Tipp gleich mal vorweg: Ruf am besten immer direkt an. Das ist in der Schweiz besser angesehen, oder ja, die Leute finden es einfach höflicher, wenn du sie direkt anrufst und mit ihnen ein 1:1 Gespräch führst. Dann können sie dich natürlich auch gleich besser kennenlernen, als wenn du jetzt nur eine Mail da rein tippst, und ja, eine Mail ist ja viel distanzierter. Denn ich habe am Anfang ungefähr 30 Vermieter angeschrieben, wovon mir nur einer geantwortet hat, und in dieser Wohnung wohnen wir auch jetzt und wir wollten auch diese Wohnung haben, also es war eigentlich ein glücklicher Zufall. Eine der häufigsten und gängigsten Methoden, eine Wohnung zu finden, sind natürlich Online-Portale. Davon haben wir euch einige mal zusammengefasst, das findet ihr alles auch auf unserer Webseite, und die häufigsten sind zum Beispiel homegate.ch, home.ch, urbanhome.ch oder immoscout24.ch. Es gibt noch unzählige mehr, sowie auch viele private Wohnungsanzeigenportale. Die können wir natürlich auch empfehlen, weil da connectet ihr direkt mit dem Vermieter. Denn über eine große Wohnungsvermittlung dauert es meistens noch länger, eine Wohnung zu finden. Daher ist auch so ein kleiner Tipp, eher lokale Wohnungsanzeigen zu nutzen oder lokale Tageszeitungen zu nutzen, denn die haben auch Online-Portale zum Beispiel, wo Wohnungen drinstehen. Oder, was ich auch nutze, sind Portale wie tutti.ch, das ist so wie das eBay Kleinanzeigen in der Schweiz, oder ricardo.ch gibt es auch noch. Dort findet ihr auch ab und zu Wohnungen von privat. Was solltest du unbedingt bei der Wohnungssuche wissen und beachten? Ganz wichtig ist, was ich super finde, in Schweizer Wohnungen ist die Küche immer schon vorhanden. Immer, na gut, in 95% der Wohnungen ist sie vorhanden. Sollte sie nicht vorhanden sein, würde ich wahrscheinlich eine andere Wohnung suchen, weil das ist für mich der größte Vorteil, dass du keine Küche kaufen musst. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wie teuer Küchen sind, wie viel Provision du zahlst, wenn du eine Küche kaufst. Das ist teilweise unfassbar hoch. Deswegen der größte Vorteil einer Schweizer Wohnung, die Küche ist meist integriert. Was auch oft da ist, ist ein Waschturm. Das heißt, es ist eine Waschmaschine da und ein Trockner. Die sind bereits in der Wohnung integriert. So war das auch bei uns. Wir hatten alle Geräte neu, by the way. Das war auch super. Und was auch häufig ist, dass es Waschküchen gibt. Das heißt, wenn du jetzt in einem großen Wohnungsblock wohnst oder so, ist es meist nicht so, dass alles innerhalb der Wohnung ist, sondern es gibt eine zentrale Waschküche im Keller, und dann gibt es Waschtage. Das heißt, jede Wohnung hat einen gewissen Tag und eine gewisse Zeitspanne, in der sie waschen dürfen. Das macht es natürlich sehr stressig teilweise, und es gibt wahrscheinlich niemanden, der noch nie eine Auseinandersetzung in der Waschküche hatte oder da irgendwelche Streitereien mit den Nachbarn. Also stellt euch da vielleicht gut und haltet euch auch wirklich dann an diese Waschzeiten. Dazu gibt es dann meist integriert einen Trockenraum, denn es ist oft nicht so angesehen, wenn du deine Wäsche in der Wohnung trocknest. Und wenn du jetzt aber keinen Balkon hast, dann ist es noch schlimmer, denn ja, es strahlt ja alles Feuchtigkeit aus. Deswegen gibt es diese Trockenräume und da hängen deine Sachen dann quasi öffentlich rum. Ganz wichtig ist, es gibt offizielle Zügeltage in der Schweiz. Also man nennt das Zügeltage. Das Zügeln ist Umziehen, so wird es hier genannt. Und es gibt offizielle Tage. Diese sind am 31. März, am 30. Juni und am 30. September. Was an diesen Tagen natürlich ist, es ist unfassbar viel los auf den Straßen oder unfassbar viel los. Das heißt, du findest sehr, sehr schwer ein Umzugsunternehmen. Die Preise für einen Umzug werden natürlich auch teurer. Und was du auch sehr, sehr schlecht findest, sind Handwerker.
die dir irgendwas einbauen, installieren oder machen. Was natürlich dann der Vorteil ist, an den Tagen, wo keine offiziellen Zügeltage sind, da findet ihr dann wieder besser Handwerker und ihr findet auch besser ein Umzugsunternehmen oder einen Transporter, den ihr mieten wollt. Oft muss man auch beachten, dass in Städten teilweise Fahrverbot herrscht, zum Beispiel auch in Basel in der Innenstadt, da dürfen keine Autos fahren, nur von 9 bis 11 Uhr war es, glaube ich, wochentags und am Wochenende. Das heißt, ihr müsst dann auch wieder gut planen, wann und wo ihr wohnt und wie ihr da hinkommt und müsst das auch am besten bei der kantonalen Behörde anmelden, dass die genau wissen, okay, ihr zügelt an dem Tag und dann ist das eigentlich alles safe. Was auch noch wichtig ist, euer Arbeitgeber gibt euch meist für den Tag, an dem ihr zügelt, einen Tag frei. Da müsst ihr mal schauen, euren Arbeitsvertrag oder ihr fragt den Arbeitgeber dann einfach mal und dann ist das meist kein Problem. Ihr seid jetzt eingeladen, ihr habt Antwort bekommen, denn euer Telefonat ist super verlaufen und er findet euch sympathisch und jetzt seid ihr eingeladen zum Besichtigungstermin. Da müsst ihr natürlich einiges mitbringen. Wichtig ist natürlich, dass alle Unterlagen aktuell sind oder möglichst auf dem aktuellsten Stand. Seid ihr schon in der Schweiz gemeldet, braucht ihr eine Betreibungsauskunft. Seid ihr noch in Deutschland gemeldet, braucht ihr eine Schufa-Auskunft. Wenn ihr mit dem Vermieter redet, reicht ihm vielleicht auch die Schufa-Auskunft, da müsst ihr nicht eine Betreibungsauskunft besorgen. Die kostet aber auch nicht die Welt, das sind ungefähr 20 Franken. Was auch ein guter Tipp ist, es empfiehlt sich, ein kurzes persönliches Anschreiben an den Vermieter zu machen oder an die Mietgesellschaft zu machen, dass sie wissen, mit wem sie zu tun haben. Denn das hebt sich dann ein bisschen von der Masse ab und es macht einfach, es connectet euch einfach besser, es macht einen persönlicheren Eindruck und es ist einfach, ich würde auch immer lieber wissen, wem ich da jetzt meine Wohnung vermiete. Deswegen ist das vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande, der sich lohnen könnte. Was auch ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel innerhalb der Schweiz zügelt und ihr wohnt schon eine Weile hier, kann es sein, dass nach Referenzen gefragt wird. Das heißt, euer ehemaliger Vermieter wird zum Beispiel angerufen, dann wird der gefragt, wie ihr euch verhalten habt als Mieter, ob alles cool seid, ob ihr ein Mietnomaden seid oder so. Das wird im Endeffekt sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihr euch vernünftig verhaltet in der Wohnung, weil viele Wohnungen sind natürlich im Privateigentum in der Schweiz und so. Also informiert die Leute, dass jemand anrufen könnte bei ihnen. Alles ist super verlaufen und ihr bekommt den Mietvertrag und da gibt es wieder einiges zu beachten. Oft müsst ihr eine Kaution stellen und die beträgt meistens 1 bis 3 Monatsmieten. Und um das mal in einer Summe ausgedrückt zu haben, sind 1 bis 3 Monatsmieten ungefähr 4.000, 5.000, 6.000 Franken. Es kommt ganz drauf an, wo ihr wohnt. Wir zahlen ungefähr 2.000 Miete. Da könnt ihr euch überlegen, 3 Monatsmieten stemmen 6.000 Franken und ihr startet gerade in der Schweiz. Das heißt, ihr braucht die Kaution plus eine Monatsmiete, plus ihr braucht noch Geld für den Umzug, plus ihr braucht noch das und so. Und da sind wir ganz schnell mal bei 10.000 Franken und euer Leben hat hier noch gar nicht angefangen. Daher mein Tipp an euch, habt immer einen gewissen finanziellen Puffer bereit, wenn ihr hier in die Schweiz auswandern wollt und da sage ich immer mindestens 10.000 Franken. Das ganze Geld wird dann auf ein Mietzinsdepot eingezahlt. Das ist einfach ein verzinstes Konto bei der Bank, da liegt es dann rum. So heißt es hier in der Schweiz, in Deutschland macht ihr das ja auch. Ja, und es wird freigegeben, wenn ihr wieder aus der Wohnung auszieht und dann wird es einfach umgeschichtet. Solltet ihr irgendwann mal das Wort Mietzins lesen, das bedeutet in der Schweiz einfach Kaltmiete. Was ganz wichtig ist, hier herrscht Ordnung und Sauberkeit. Das bedeutet, die Wohnung wird wirklich super, super sauber und gereinigt übergeben. Also da reicht nicht Besen rein, sondern es muss alles vom Feinsten sein. Das ist sehr wichtig und das finde ich auch sehr gut, denn wenn ich in eine Wohnung ziehe und ich weiß, hey, mich erwartet das strahlende Glück da, dann ist das natürlich klasse für mich. Ihr müsst also gucken, denn meistens sind Vermieter, Vormieter und Verpächter oder Besitzer oder so weiter sind meist mit dabei, wenn ihr die Wohnung übergebt. Das heißt, es ist immer eine kleine Versammlung dort. Oft wird dann noch ein Apero getrunken, ein bisschen gequatscht und so, dass man sich kennenlernt. Und es wird wirklich genauestens geguckt, wo Mängel sind, wo sind irgendwelche Kratzer, wo ist das Parkett kaputt, wo sind in die Hölzer reingenagelt, wo sind Fliesen kaputt und so. Das wird alles genauestens protokolliert. Eine weitere wichtige Sache ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel aufs Land zieht, in eine Schweizer Region, die etwas ländlicher ist, dann ist es nicht unüblich, die Nachbarn zu einem Apero einzuladen, also zu einem kleinen Getränk und Aperitif quasi.
einen kleinen Snack anzubieten, um sich besser kennenzulernen. Also es wird wirklich noch traditionell quasi an jeder Haustür geklingelt und sich persönlich vorgestellt. Finde ich cool. So connectet ihr euch gleich ein bisschen mit der Umgebung. Die Leute lernen euch kennen, die wissen, wer ihr seid, was ihr macht und so. Und ihr findet eigentlich direkt Anschluss. Eine super Sache. In der Stadt ist das nicht so, da ist das eher unüblich. Klar lernt man irgendwann seine Nachbarn kennen nach und nach, aber ja, gängig ist es nicht. Dann müsst ihr euch spätestens 14 Tage nach dem Umzug bei eurer Gemeinde melden, euch da registrieren, dass die auch wissen, dass ihr jetzt da seid, und dann habt ihr eigentlich alles geschafft. Dann könnt ihr euch eure Wohnung einrichten, wie ihr lustig seid. Empfehlen kann ich immer Brockenhäuser. Brockenhäuser sind mega cool, da kaufen wir auch viel. Und ja, sehr spannend, was man da immer so entdecken kann, weil wirklich internationale Sachen da sind und der Krieg ja auch nicht so in der Schweiz gewütet hat. Das heißt, Antiquitäten sind hier noch deutlich günstiger als in Deutschland. Also Brockenhäuser empfehle ich immer sehr. Eine letzte Sache noch, die ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, ja, zum Mietrecht, zu whatever, dann kann ich euch den Schweizer Mietverband ans Herz legen. Die Seite heißt mieterverband.ch, da kann man sogar Mitglied werden, man kann sich beraten lassen und so weiter und so fort. Also schaut da auch mal gerne rein. Dann hoffe ich soweit, das Video hat euch gefallen. Ihr findet alle nötigen Infos darüber und den gesamten Artikel auf unserer Webseite reisegedanken.com. Schaut da gerne mal rein. Alles, was ihr über die Schweiz wissen müsst, die Webseite wächst stetig. Schaut gerne mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da, abonniert kostenlos unseren Kanal, das könnt ihr direkt hier tun, und hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz und über das Auswandern. Macht's gut und bis bald zum nächsten Video. Ciao, ciao!